This video will be in German, but I created subtitles in English for you, so you can read along with my voice. Okay, bevor wir mit dem Video starten, noch ein paar Dinge vorweg. Ich bin kein Profi im Mixing, Mastering, Komposition und besonders nicht in Orchestration. Dieses Video entsteht nur, weil jemand nach einem Breakdown gefragt hat. Wenn ihr schon fortgeschritten seid, werdet ihr hier nicht mehr viel Neues lernen. Es soll Anfängern nur eine Idee geben, wie die Dinge grundsätzlich funktionieren und wie man auch mit kostenlosen Plugins gute Musik schreiben kann. Deswegen werde ich auch nur auf die wichtigsten Dinge in diesem Video eingehen, sonst würde das den Rahmen des Videos sprengen. Ich habe außerdem Kapitel für das Video eingerichtet, sodass ihr durchs Video springen könnt, um für euch interessante Momente rauszusuchen. Und zu guter Letzt, ich werde die Wörter Motiv und Thema nicht im klassischen musikalischen Sinne verwenden, sondern ich werde damit nur kleine Abschnitte einer Melodie beschreiben, um die Dinge hier nicht zu kompliziert zu machen. Ja, willkommen zum Breakdown-Video von meinem neuesten Stück Shiver Me Timbers. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch das mal anzuhören, da ich das nicht in voller Länge hier abspielen werde, da das Video sonst zu sehr in die Länge gezogen werden würde. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Um euch einen Überblick zu geben, seht ihr hier das vollständige Stück. Die grundsätzliche Idee mit dem Song war es, einen Piratensong zu machen, der sich ein wenig an Hans Zimmers He's a Pirate aus Fluch der Karibik orientiert. Ich wusste allerdings nicht so, wie ich das richtig schaffen sollte, weswegen ich mir selber ein wenig Hilfe gesucht habe. Ich habe unten ein Video von Alex Mukalla verlinkt, woran ich mich ebenfalls orientiert habe, wo er kurz erklärt, wie man an Piratenmusik rangeht. Auch generell habe ich viel von ihm gelernt, also schaut gerne mal bei ihm vorbei, wenn ihr selber noch Anfänger seid und ihr ihn noch nicht kennt. So ist dann auch relativ schnell ein Motiv entstanden, welches der Hauptrhythmus des Stücks ist. Das wird relativ am Anfang von den Celli und den Kontrabässen gespielt. Für die Streicher und die meisten anderen orchestralen Instrumente habe ich die Library Nucleus Lite Edition verwendet. Dieser Rhythmus wird auch von der Celesta, einem Ambient Piano, dem Glockenspiel und einer Marimba gedoppelt. Das Thema baut sich dann so Stück für Stück langsam auf und es kommen im Verlauf des ersten Teils immer mehr Instrumente hinzu. Zum Beispiel kommen hier die ersten Violinen und die Violas dazu, die spielen allerdings einen anderen Rhythmus. Sie spielen viele Staccato-Noten hintereinander, um mehr Dynamik hinzuzufügen und die Lücken zwischen den Noten des Hauptmotivs zu füllen. Oben drüber spielen die Flöten die erste Melodie außerhalb des Hauptmotivs. Die Flöten sind allerdings nicht von Nucleus, sondern vom BBC Symphony Orchestra Discover, welches auch völlig kostenlos ist. Rauszuhören ist das auch nur minimal, da sie von vielen anderen Instrumenten gestützt werden. So kann man auch gut kostenlose Instrumente vermischen, sodass die Qualitätsunterschiede für Laien nahezu nicht rauszuhören sind. Danach baut das Motiv immer mehr auf, immer mehr Instrumente kommen dazu und layern das Hauptmotiv.
Die Hörner spielen noch eine Art Melodie dazu. Die Percussion ist hier in diesem Teil auch besonders wichtig, da sie den Rhythmus vorantreibt. Besonders die Shaker und Hi-Hats sind wichtig, da sie im Frequenzspektrum die hohen Frequenzen füllen. Danach folgt eine Art Übergang, um Veränderungen in das Stück zu bringen. Da habe ich die Harmonie offener gestaltet und nicht so voll, wie es vorher der Fall war. Das dient dazu, um den Fokus mehr auf die Melodie zu lenken. In den Lücken der Melodie habe ich noch die Tamtam mit den Piattis spielen lassen, um wieder die Lücken aufzufüllen. Danach folgt ein kurzer Teil, wo sich hohe Instrumente mit Tiefen abwechseln. Erst spielen die Trompeten, der Chor und Violin, worauf dann durch große Pauken und Trailer-Hits die Kontrabässe, der Synthbass und die anderen Instrumente dazukommen. Dieser gewaltige Unterschied zwischen den Frequenzen sorgt dafür, dass der Drop nochmal viel intensiver ist, als wenn er ohne diesen Unterschied gewesen wäre. Generell ist der Teil allerdings nur dafür da, einen Key-Change bzw. einen Tonartenwechsel vorzubereiten. Denn es folgt ein Run, der von nahezu allen Instrumenten gleichzeitig gespielt wird. Er reicht von D bis C, was folglich einen Tonartenwechsel von D-Moll zu C-Moll nach sich zieht. Der Run ist auch schon in C-Moll geschrieben, um auf den Hörer darauf vorzubereiten. Das Glockenspiel und die Celesta spielen den Run ebenfalls mit. Sie verleihen dem Orchester so den typischen Klang eines Piratensongs, da sie die fehlenden hohen Frequenzen füllen. Hier wird dann nochmal das Motiv vom Anfang wieder aufgegriffen, allerdings diesmal in C-Moll und viel melodischer. Denn es spielen die meisten Instrumente die gleichen Noten, weswegen diesmal nicht der Rhythmus zentral ist, sondern die Melodie. Besonders die hohen Frequenzen sind zum Beispiel durch die Violin und Trompeten stark vertreten. Danach wird der Rhythmus beibehalten durch die Drums, allerdings folgt jetzt der Übergang in den Synthesizer-konzentrierten Teil.
Eine menschliche Stimme singt eine Melodie über den Rhythmus, um die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Im Hintergrund verschwimmen allerdings orchestrale Instrumente mit synthetischen, ohne dass es zu groß auffällt. Beispielsweise kommen zwei Synthesizer dazu, die Achtelnoten auf einer Tonebene spielen. Genauso wie ein Synthesizer, der immer wieder eine Melodie spielt und über die 8 Takte immer lauter wird. Diese Melodie wird von der Celesta, einem anderen Synthesizer, einem Klavier und einer Flöte gedoppelt, sodass eine Countermelodie entsteht, die gleichzeitig mit der Hauptmelodie der Stimme spielt. Dadurch wird Spannung erzeugt, die schließlich im Drop aufgelöst wird. Der Drop wird aufgebaut durch einen Riser und durch lauter werdende Rockgitarren, die im zweiten Hauptteil essentiell für den Low-End-Bereich sind. Der zweite Hauptteil besteht grundsätzlich aus 4 Hauptbestandteilen: der Hauptmelodie, der Countermelodie, dem Hauptrhythmus und dem Nebenrhythmus, wenn man das überhaupt so nennen kann. Die Hauptmelodie wird nicht nur von einem Synthesizer gespielt, sondern auch von einer menschlichen Stimme, die zuvor auch schon zu hören war. Allerdings diesmal verzerrt. Im Kontext hört man das nicht raus, verleiht aber dem Synthesizer mehr Tiefe und Power. Die Countermelodie wird hauptsächlich von den Hörnern gespielt, wird aber durch insgesamt 5 Klaviere unterstützt, um, wie jedes Mal, die hohen Frequenzen zu füllen. Der Hauptrhythmus wird wenig überraschend durch die Drums belebt. Hier spielen allerdings die Shaker etc. den Rhythmus mit und sind nicht eigenständig wie im Teil davor.
Der Nebenrhythmus wird von den Streichern gespielt. Diese spielen das Hauptmotiv des Songs im Hintergrund, verschmelzen somit ein wenig mit dem Rhythmus der Drums, sind aber dennoch eigenständig. Damit bewirkt man auch, dass der Teil belebt wirkt. Weil wenn man die Hauptnoten nur halten würde, dann klingt es zum Teil langweilig, so als wenn nichts passieren würde. In der zweiten Hälfte fällt die Hauptmelodie weg und die Countermelodie in der ersten Hälfte wird nun zur Hauptmelodie. Die Instrumente ändern nicht groß ihre Melodie im Vergleich zum ersten Teil, werden nun allerdings präsenter, wodurch die Countermelodie nun im Vordergrund rückt. Der Lead-Synthesizer im ersten Teil spielt anstatt der Hauptmelodie nun ein rhythmisches Pattern. Unter dem gesamten zweiten Hauptteil spielen die E-Gitarren die Hauptnoten der Akkorde, wodurch ein fettes Fundament für den Rest geschaffen wird. Denn insgesamt ist auch ein fetter und starker Bass wichtig für Power. Der letzte Teil ist das Finale des Songs, weswegen viel Spannung aufgebaut wird. Hier spreche ich jetzt mal die Akkorde an, da die viel dazu beitragen. Im Prinzip ist es ein wiederholender Wechsel der Akkorde c-Moll, d vermindert, c-Moll, h vermindert, c-Moll, d vermindert und so weiter. So ist sehr viel Reibung in den Akkorden vorhanden. Die Hauptmelodie ist hier diejenige, die schon in den Teilen davor im Hintergrund gespielt wurde, aber nie wirklich im Fokus stand. Die wird nun von den Hörnern gespielt, um sie in den Vordergrund zu bringen. Gleichzeitig setzt ein Schlagzeug ein, welches sehr überraschend für die meisten Hörer kommen sollte. Damit wird Richtung Ende nochmal die Spannung erhöht. In den letzten 8 Takten wird die Melodie in den Hörnern nochmal gewechselt und die Hauptmelodie, die ihr gerade noch gehört habt, rückt wieder in den Hintergrund, wird aber dennoch von Synthesizern, der Celesta und einem Klavier gespielt. Mit einem abschließenden Schlag und den langsam leiser werdenden Gitarren wird das Stück nun beendet.
Den Anfang habe ich bewusst bisher ausgelassen, weil dieser gewissermaßen an das Ende anknüpft. Es ist zwar nicht dieselbe Tonart, der Anfang und das Ende sind aber ähnlich orchestriert, mit der Ausnahme der E-Gitarren. Ich werde jetzt mal den Anfang direkt an das Ende dranhängen, dann könnt ihr gegebenenfalls die Gemeinsamkeiten raushören. Es klingt gegebenenfalls wegen der Tonart ein wenig komisch, aber achtet nur mal auf die Instrumente, es ist ähnlich orchestriert. Die Stimme, die dann in das Hauptmotiv führt, ist nicht nur eine Überleitung, sondern gewissermaßen auch das Ende des Stücks, wenn man es ein wenig anders betrachtet. Denn es gibt die Legende, dass die Seelen der toten Piraten in Möwen und Sturmvögeln wiedergeboren werden. Somit markiert das Ende einen neuen Anfang. Das habe ich ein wenig versucht, mit diesem ungewöhnlichen Anfang wiederzuspiegeln. Um zum Schluss nochmal auf das Mixing und Mastering einzugehen, gibt es da eigentlich nicht viel zu sagen. Denn insgesamt sind das die Sachen, die ich bisher am wenigsten gut kann. Allerdings habe ich hier grundsätzlich mit den Produkten von Isotope gearbeitet, das heißt besonders Ozone 9 und Neutron Elements habe ich verwendet. Grundsätzlich packt der einen Equalizer auf den Master Channel, genauso wie einen Maximizer bzw. Limiter, damit die Lautstärke im Verhältnis passt. Was auch noch essentiell ist, ist das Plugin OTT. Das ist auch völlig kostenlos und kann in der Videobeschreibung runtergeladen werden. Grundsätzlich ist es ein Multiband-Kompressor. Allerdings macht er das Tonbild insgesamt viel klarer. Denn es gibt einen Drehknopf namens Depth und wenn man den hochdreht, dann wird insgesamt das Tonbild klarer. Man darf es nicht übertreiben, aber wenn man das Ganze ungefähr auf 15 bis 25% hochdreht, je nach Situation, verbessert das Soundbild immens. Equalizer habe ich in diesem Stück überraschend wenig verwendet, weil ich mit dem Stück auch teilweise abschließen wollte und es dann auch veröffentlichen wollte, da ich mich selber kenne und sonst noch viel zu lange daran gesessen hätte. Allerdings ist insgesamt das Mixing auch wichtig, um einen bestimmten Ton in ein Stück zu bringen oder auch um Frequenzprobleme zu lösen und noch weitere Dinge. Das heißt, es sollte nicht vernachlässigt werden. Nehmt mich hier am besten nicht zum Vorbild. Insgesamt betrachtet ist allerdings das Mixing und das Mastering deutlich zu vernachlässigen, wenn man dies mit der Orchestration vergleicht. Denn wie man komponiert und wie man die Noten setzt, ist deutlich wichtiger als das, was am Ende im Mixing und Mastering rauskommt. Denn die Philosophie, die Probleme in der Mix zu beheben, ist eine Einstellung, die generell den Song schadet. Also legt den Fokus auf die Orchestration und nicht auf das Mixing und das Mastering. In der Videobeschreibung habe ich auch nochmal alle Instrumente verlinkt, welche Instrumente ich genau mit welchem Plugin in diesem Stück verwendet habe. Zu jedem Plugin ist auch ein Link, egal ob es kostenlos oder kostenpflichtig ist. Bei den kostenlosen werde ich auch nochmal einen Hinweis versehen, dass diese kostenlos sind, sodass ihr selber schnell erkennen könnt, welche Plugins ihr gegebenenfalls schon jetzt verwenden könnt bzw. ausprobieren könnt. Mehr habe ich an dieser Stelle eigentlich auch nicht zu sagen. Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch eine Stunde so weiterreden, allerdings würde das hier den Rahmen des Videos sprengen. Deswegen hoffe ich, dass es euch deutlich weitergeholfen hat, beziehungsweise ihr so ein bisschen die Idee bekommen habt, wie das Ganze so funktioniert und wie man an so ein Stück rangehen kann. Allerdings sei auch hier nochmal gesagt, ich bin kein Profi und wenn ihr wirklich etwas lernen wollt, dann guckt bei denjenigen Leuten vorbei, die das Ganze professionell machen. Schaut auch gerne bei mir in den Social Media vorbei, beziehungsweise auf den Streaming-Plattformen. Macht's gut und ciao.